Auf meinem ersten Streckenabschnitt bin ich auf Gut Eiderbichl Maria Schmollen vorbeigekommen. Der Plan war eigentlich, einen reinen Beitrag über die Hühner zu machen, aber das schaffe ich einfach nicht. Denn ich muss euch einfach auch ein bisschen von den anderen Tieren zeigen und erzählen, denen ich hier begegnen durfte. Aber bleiben wir, wie ursprünglich angedacht, zuerst mal bei den Hühnern. Mäuse! Auf Gut Eiderbichl Maria Schmollen leben derzeit 78 Hühner und Hähne. Und warum landen solche Hühner bei euch? In der Hühnermast- oder Eiindustrie werden die Hühner nicht alt. Eigentlich könnte so ein Huhn oder Hahn 5 bis 7 Jahre alt werden. Aber in der Mastindustrie erreichen die jeweils auf ihr Leistungsziel hin genoptimierten Hybridhühner ihr Schlachtgewicht heute schon nach 30 Tagen oder als Biohuhn eben nach 2 Monaten. Und in der Eierlegeindustrie werden die Hühner nach einem Jahr ausgetauscht, da sie ihre Legeleistung verlieren und damit unrentabel werden. Und da haben wir eben welche geholt, damit sie weiterleben dürfen. Mehr als 80 Millionen Mastküken schlüpfen jährlich in Österreich. Rund 600 Mastbetriebe sorgen für die Aufzucht. Davon sind etwa ein Fünftel Bio. Die Tiere kommen heute allesamt von Züchtern, egal ob konventionell oder biologisch. Denn nur er kann in einem aufwendigen Verfahren garantieren, dass jedes Tier die von ihm erwartete Leistung erbringt. Von der Brüterei werden die geschlüpften Küken zu den Hühnerbauern transportiert und leben dort mit tausenden Artgenossen in Bodenhaltung. Der Unterschied zu Biohühnern besteht darin, dass diese Biofutter bekommen und verpflichtend einen Auslauf ins Freie haben. Hühner sind entgegen der Redewendung dummes Huhn durchaus intelligente Tiere, die ihre Familie erkennen und wie andere Tiere auch Empfindungen haben. Eine Verletzung gehabt an der Kralle, am Bein. Und das habe ich dann mit heimgenommen zum Pflegen. Und mit Verband und Schiene und so weiter. Ja, und am Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin, ist das Hund dahergekumpelt, ist raufgekupft auf meinen Schoß und hat sich dann streichen lassen. Das war dann insofern für mich ganz, ganz bezeichnend, weil ich war früher Fleischesser und habe auch gern Huhn gegessen. Das Hund ist dann so da gesessen wie das jetzt und ich habe es einfach gekrault und denke mir, früher habe ich das gegessen. Und ich könnte das nicht mehr essen, das geht einfach nicht mehr. Schauen wir noch kurz auf die Eierindustrie. Denn Eier sind ja eh da. Und da muss ja kein Tier sterben, oder? Der Weg über die Brüterei ist hier natürlich der gleiche wie bei den Masthühnern. 19 Millionen Legeküken schlüpfen jährlich. Der Bio-Eieranteil liegt dabei bei ca. 10%. In der konventionellen Haltung sind männliche Küken, also ca. 8,5 Millionen, nutzlos. Sie werden noch am Schlüpftag getötet. Im Bio-Bereich gibt es in Österreich mittlerweile verschiedene Projekte, bei denen männlichen Küken eine normale Aufzucht ermöglicht wird. Dabei wird auf 2 Nutzungshühner gesetzt, bei der die Junghähne für die Fleischproduktion verwendet werden können. Man geht also von rund 900.000 männlichen Küken aus, die, wie ihre Mastkollegen, dann erst nach 30 Tagen getötet werden. Boris ist ein Hahn im Glück, wo eben ein paar Hähne mit aufgezogen werden. In anderen Ländern wäre der nächste Produktionsschritt das Schnabelstutzen. Das ist in Österreich aber mittlerweile verboten. Trotzdem der Schnabel gekürzt. Ja. Und so ist nach dem Schlüpfen und dem Aussortieren der männlichen Küken der nächste Schritt erstmal der Transport zu den Legebetrieben. Von den 2 Milliarden Eiern Gesamtverbrauch pro Jahr werden ca. 80% in inländischen Legebetrieben erzeugt. 9,5 Millionen Legehennen produzieren diese Eier in Boden, Freiland, Biohaltung und ausgestalteten Käfigen. In Österreich soll auch die ausgestaltete Käfighaltung bis Ende 2019 abgeschafft werden. Die Bedingungen der alternativen Haltungsformen sind aber meist weit weniger gut, als es dem Verbraucher über die Marketingkampagnen vermittelt wird. Und die Hühner einfach in der Rangordnung zu niedrig sind, dass sie rausgehen trauen, sitzen die irgendwo hinten drinnen und gehen halt nicht raus und dann sind es auch keine Freiland. Die Links unten in der Videobeschreibung liefern euch hier weitere Informationen zu den einzelnen Haltungsformen. Auch wenn die Umstände in Österreich für Hennen im Vergleich zu anderen Ländern ganz gut sind, muss man auch bedenken, dass die meisten jener über 1 Million Eier, die Österreich täglich als Schaleneier und in eihaltigen Produkten importiert, Käfigeier sind. Denn für Importe aus Nicht-EU-Ländern ist die Haltungsform nicht geregelt. Weltweit sind übrigens 95-99% der vermarkteten Eier von Hühnern aus Käfighaltung. Aber auch die EU hat hier keine reine Weste.
Aber das könnt ihr gerne alles selbst nachrecherchieren. Die Links unten in der Videobeschreibung helfen ein bisschen. In allen Haltungsformen wird eine Henne unwirtschaftlich, sobald ihre Legeleistung nachlässt. Die genetisch unnatürlich hochgepushte Legeleistung verlangt dem zarten Hühnerkörper unheimlich viel ab. Und so lässt die Legeleistung bereits nach 12 bis 14 Monaten nach und die Tiere werden ausgemustert. Wie man es dreht und wendet, das Marketingbild des glücklichen Huhns trifft jedenfalls auf die meisten Individuen in der Hühnermastindustrie nicht zu. Denn kein Lebewesen möchte noch im Kindesalter sterben für einen kurzen Moment des Genusses, vor allem dann nicht, wenn die genießende Spezies eigentlich viele andere Alternativen der Ernährung zur Verfügung hat. Nach so viel Informationen bleibt noch Zeit für einen kurzen Ausflug zu den 87 Katzen und 34 Hunden, die hier auf Gut Eiderbichl Maria Schmollen entweder schon ein Zuhause gefunden haben oder eben noch nach einem liebevollen Zuhause suchen. Ich habe mich auf jeden Fall unsterblich verliebt und hätte für Obelix fast meine Reise nach Hawaii schon abgebrochen. So, eine kleine Stärkung noch und dann muss ich weiter. Es ist für mich unfassbar, mit wie viel Liebe und Geduld Anita Hartner und Klaus Spielbüchler sich hier auf Gut Eiderbichl Maria Schmollen kümmern und sich auch weit über diese geografischen Grenzen für Tiere, aber auch Menschen in Not einsetzen. Unten in der Beschreibung findet ihr 2 YouTube-Videos verlinkt, aber Vorsicht, das geht echt ans Herz. Du, wenn du möchtest, schreibe ich unten am Tor Willkommen in Hawaii. Ich bleib da! Okay. Ich radel erstmal weiter und verdaue das Erlebte und bin sehr gespannt, was ich auf meinem Weg nach Hawaii noch alles erleben darf.